heute dreimal raten, mit wem ich arbeite. Guten Morgen. Ja, heute ist bekannte Baustelle mit sehr großer Wasserschaden hier. Da ist der Rückstauklappe durchgebissen von den Ratten. Wo ist? Genau. Und da kommt immer Rückstau, weil die Klappen nicht richtig funktionieren. Erstens. Zweitens ist der Motor hier außen. Das haben wir letztes Mal alles gehabt. Ja. Und heute wird dieses Stück bis zu Damen-WC ausgefräst. In der Zeit hat Andreas auseinandergebaut. Ich habe auch ein bisschen was gearbeitet, habe Steuerkasten zerlegt, alte Batterie raus, da kommt neue Batterie rein. Und dann werden wir mal hier, so wie aussieht, haben die genauso gemacht. Die haben hier Kabel getrennt, um überhaupt da durchzuführen, diesen Motor. Ne? Den Motor haben wir getestet, jetzt nochmal, funktioniert nicht. Und der Chef macht jetzt hier mal unsere Kamerabefahrung von dieser Toilette. Die lasse ich mal danach ausblenden. Der kommt hier durch irgendwo und da raus. Und ich trenne mal dabei unsere Kabelzähne. Ja. So, Andreas macht gerade mal Aufzeichnung von der Anschlussbereich von Toiletten. Und ich kämpfe mich immer noch mit diesen Ablagerungen alle, die nicht wegkommen. Die richtig hart sind. Lassen wir jetzt mal Aufzeichnung laufen. Und dann im Anschluss müssen wir noch da vorne sauber machen, bei Rückstauklappe und am Ende alles noch zusammenbauen. Aber hier die alte Gummidichtung, das sieht ja so aus, Katastrophe einfach. Die kommen natürlich auch weg. Und Andreas, sauber? Ja. Ja, perfekt. Hast du gut gearbeitet heute? 7 Meter ist alles sauber. Okay. Den Rest machen wir von hier, ne? Ja. Okay, gut. Wir trinken aber zuerst wieder Kaffee, oder? Unsere Gummiset. Das ist die für elektrische und das ist für die manuelle. Na, du kannst ja deine Kamerafahrt machen. Okay. Und ich blende dann einfach raus und dann schauen wir mal. Das war ein guter Motor. So. Und das ist der bessere Motor. Andreas macht gerade Kameracheck und wir machen uns Gedanken, dass ich da jetzt irgendwie mal das mit dem befestigen kann, dass ich mein Kabel durchziehen kann. Und normalerweise braucht man so Kabel durchziehen. Das machen wir mal hier fest mit Panzertape und dann sollte schon mal gut sein. Was kann schon gleich in der Früh passieren? Ich hole mir Panzertape
Und Andreas hat bei Kamerafahrt auf Spülung gedrückt. Aus Versehen. Jetzt wollte er mal seinen Nasssauger, um überhaupt sauber zu machen. Oh mei. Das passiert manchmal. Andreas, was ist los? Für was brauchst du Nasssauger wieder? Was? Was ist los? Was willst du Nasssaugen? Was Nasssaugen? Ja, was machst du wieder? Hochwasserbeseitigung. Hochwasserbeseitigung? Ja. Oh je. Diese Licht macht mich fertig. Ich hoffe, wir kommen jetzt durch diese ganze Konstruktion. Fest genug. Das richtige Komponent ist schon mal da. Und hier wird ja gleich Boden gewaschen. So, jetzt ist mal soweit. Andreas macht der Trick 17 mit Flutsche und Kabel einschmieren, damit besser über den Kanal geht. Ja. Oder holen wir unsere Schweinefett. Schweinefett. Okay? Bist du ready? Jawohl. Dann zieh ich mal langsam raus, ne? Ja. Geht, oder? Ja, bis jetzt geht einwandfrei. Jetzt kommt das Dicke. Jetzt kommt das Dicke. Oh, Jetzt geht's immer noch. oh. Ja. Also bei mir geht's ja ganz leicht. Ja. Flutschi hilft. Flutschig, ja sowieso. Jetzt habe ich ein Problem. Nein, kein Problem. Problem kriegst du erst bei dir. Oh ja, jetzt komme ich nicht mehr raus. Ja. Zähl mal ein Stück zurück. Geht nicht. Jetzt? Ja. Okay. Okay, lass los. Ja. Du musst das Loch größer machen, sonst kommst du nicht durch, weil es zu dick ist. Das ist scheiße. Wenn man da ein bisschen aufnimmt, Da, hilft nichts. alles Spinnwebe. Aber Kabel noch nicht abzwicken, Andreas. Nein, will ich auch nicht. Jetzt. Aber ich musste schon da sein, ne? Glaube ich. Glaube ich schon. Aber wir bauen sowas, ha? Weiß nicht. Damit wir uns ärgern können. Also wir machen das Rohr jetzt größer. Unseren Zugang. Ziehen wir Kabel raus. Ich schließe das dabei an und Andreas fährt mit der Welle nochmal rein. Also jetzt glaube ich ist Andreas mal ziemlich so weit. Ja? Hast du aufgelockert? Ah ja, jetzt kommt unsere Verbindung, jawohl. Der Heizung gibt nicht auf. Ja, das haben wir schon. Perfekt, hast du gut geschmiert, gut rausgekommen. Flutschi macht es möglich. Andreas, in deiner Rente schaust du die ganzen Videos auf YouTube bei dir Rohrreiniger. wie jung du warst Wie jung ich war vor 20 Jahren. und gut. Perfekt. Dann machen wir mal hier weiter. So, Kamerabefahrung nach der Reinigung. Langsam alles klar. Der Kollege arbeitet vorne und ich habe schon viermal den Großteil schon mal Deckel und alles sauber gemacht. Das ist jetzt die neue und es wird jetzt mal hier drin gereinigt. In der Zeit, wo Andreas jetzt vorne mit seiner Welle durchgeht. So. Nach langem Kampf
bin ich auch ja ziemlich so weit. Und Andreas ist schon mal umgezogen mit seinem ganzen Werkzeug. Anschlussbereich ist sauber. Jetzt macht er diese 5 Meter noch fertig. Boah. Jetzt kommt das neue Gummidichtungssatz rauf, alles schmieren. Und ich hoffe, dass der auch mal irgendwann fertig wird mit seiner Leitung. Und dann müssen wir noch diese Rückstauklappe innen sauber machen. Motor anschließen, Testfunktion, Dichtheitsprüfung und dann ist es soweit. So sieht es jetzt mal aus, wenn das alles sauber und neu ist. In dem Bereich war sehr viel Kalk und Urinstein, aber das habe ich alles wegbekommen. Mit sehr, sehr viel Kraft. Eine ganz ungewöhnliche Baustelle. Ich mache so selten Rückstauklappen und Hebbeanlagen. Aber ja. Und in dem Bereich fällt auch ganz neue Gummidichtung. Und der kommt jetzt raus. Und der ist kaputt. Da kommt neuer rein. So sieht es aus. Jetzt. Wir sind fast fertig. In 2-3 Stunden wird die Baustelle fertig. Andreas macht gerade mal Kamerabefahrung nach seiner erfolgreichen Reinigung. Und ich habe meine Rückstauklappen schon mal zusammengebaut und geschmiert. Die elektrische kommt hier rein auch. So wird es auch aussehen. Aber zuerst kommen die 2 Komponenten mal rein. Und dann wird dann der komplette Motor angeschlossen. Und diese Schmiere ist echt krass. Du kannst nicht mehr Handschuhe weiter benutzen. Aber fehlt noch uns der Anschlussbereich zum Saubermachen, glaube ich, oder? Was mit? Ja. Also ich hab bis hier sauber gemacht. Ja, hier sieht man noch ein bisschen Dreck. Ja, das machen wir so, oder? Das machen wir ohne Maschine. Naja, ja, ohne Maschine. Mit den Bürsten und warmem Wasser. Und dann wird es schon. Jawohl. Hier haben wir mal, das ist schon gebaut wieder. Hier haben wir überall Farben. Hier haben wir auch Farben. Kannst nichts verkehrt machen. Da brauchen wir nicht mal Elektriker. Wir sind schon Elektriker. Ja. Perfekt. Was? Mit dem kurzen in der Hose. Elektriker mit kurzen in der Hose. Ja, du kriegst ja gleich vom Lars einen Kommentar, weil der ist Elektriker, ne? Elektriker mit dem kurzen in der Hose. Offen. So, jetzt haben wir mal soweit. Es geht alles angeschlossen. Neuer Motor. Einmal Klappen prüfen. Ach so, muss man mal erstmal einstecken. Das war ein harter Kampf. Mai. Einfach wunderbar, Andreas. Schön, wunderschön. Neuer Motor da, neue Klappen ist da, neue Gummidichtungen, alles ist da. Schau mal.
Jetzt kommt Alarm. Funktioniert. Das ist ja perfekt. Das ist sehr gut. Gut gearbeitet. Sehr gut gearbeitet. Hier habe ich schon mal zusammengebaut, so weit wie es geht. Alles sauber gemacht, geschmiert. Das letzte Punkt, was hier fehlt, einmal zusammenbauen und einmal Dichtheitsprüfung. Und dann ist er einfach perfekt. Das alte Zeug wird ja von uns entsorgt. Ein Teil von Wartung und Einbau habe ich jetzt aus Sicherheitsgründen nicht gezeigt, nicht dass da jemand nachmacht alles. Ja, dürfte ich nicht zeigen, aber es funktioniert dann. Also hier kann man auch nicht verkehrt machen. Bei der SSM ist alles mit Farbe und bei der alten sind noch alle 3 Kabel sind schwarz mit Bezeichnung 1, 2, 3. Der Junge hier baut jetzt mal zusammen. Hinten haben wir eine Ratsche, Andreas, einen Werkzeugkoffer und ich baue mal hier zusammen und dann machen wir mal Dichtheitsprüfung. Ich steck's dabei raus, weil ich baue hier mal zusammen, ne? Okay. So. Das ist perfekt. Hat aber doch nach Plan funktioniert, da? Ja, hätte ich nicht gehabt. Ich auch nicht. Aber nicht so viel glauben, machen. Wir haben gemacht und hat gut funktioniert. Ja. Und ich hoffe, dass das jetzt beim nächsten Starkregen keine Rückstau mehr gibt. Dass das alles funktioniert ist. Andreas, zieh mal Motorkabel ein bisschen zu dir. Sofort. Noch. Noch ein bisschen. Perfekt. Passt. Passt perfekt. Jawohl. So. Ja. Jetzt kommt das letzte Punkt der Ersatzbatterie. Eine Dichtheitsprüfung. Da werden die Klappen beiden zugemacht, der Trichter reingesetzt und mit Wasser aufgefüllt und der muss nach bestimmten Pegel noch haben. Das haben wir schon mehrmals gemacht mit Kollegen bei letzter Baustelle. So, jetzt war ich so langsam beim Aufräumen und Andreas hat Dichtheitsprüfung durchgeführt. Das konnte ich euch nicht mehr zeigen. Anlage war dicht und wir haben mit Erfolg abgeschlossen unsere Baustelle. Jetzt gibt es erst Mittagessen. Andreas hat einen dringenden Termin und ist schon mal abgehauen mit seinem Auto. Liken und abonnieren.